Servus. Servus Leute. Wir sind in Dinslaken. Das ist der Philipp. Hallo Philipp. Hallo Leute. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir in der Garage vom Philipp. Der Philipp hat 3 Fahrzeuge, genau, die wir uns heute mal zusammen anschauen. Fangen wir chronologisch an, macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Können wir machen. Bei deiner Mofa. Genau. Was ist das für eine Mofa? Das ist eine Piaggio Super Bravo und das war so meine erste große Liebe. Damals mit 15, 16 bin ich so ein Ding gefahren. Ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten und habe dann zum 30. Geburtstag so ein Ding wieder von meinem Bruder geschenkt bekommen. Ja, und dann ging es eigentlich los, so ein Ding komplett aufzubauen. Es ist komplett neu lackiert, alle Teile neu, komplett überholt und der Motor natürlich mit Hilfe des Guthei-Tech Shops kräftig getuned worden. Ja. Ich habe schon gesehen, das Ding hier sieht quasi aus wie im Originalzustand, also wie aus dem Ei gepellt. Genau. Komplett restauriert. Also. Genau, und das ist auch so ein bisschen so das Ding, dieser OEM-Style so, das soll halt auf den ersten Blick, sollen die Fahrzeuge halt so aussehen, als wären sie original, komplett von der Stange. Ja, und wenn man den Gashahn aufdreht, muss dann die Hölle losbrechen. Die Hölle losbrechen? Also, kannst du uns zum Motor ein bisschen was sagen, leistungstechnisch oder? Also das ist natürlich bei deinem Mofa so ein bisschen anders, als das beim Scooter-Bereich ist. Also so ein Ding hat original 1 PS, was ja an sich schon mal nicht viel ist, im Vergleich zum Roller recht wenig. Ne? Also die wird so gute 6 PS wird die haben. Dafür ist aber, weil es halt ein Drehschiebermotor ist, musst du da schon massive Eingriffe machen. Also du musst das Gehäuse entsprechend bearbeiten, du musst die Kurbelwelle entsprechend bearbeiten, schon was umfangreicher. Aber das ist eben alles gemacht. Da ist ein kompletter Polini Speed Engine drin, eine Mazzucchelli Kurbelwelle mit entsprechenden Steuerzeiten, ein 75 Kubikzentimeter Polini Racing Zylinder, größerer Vergaser, anderer Luftfilter. Das Ding ist komplett umgebaut auf Vario. Also original war das so eine pisselige Fliehkraftkupplung. Was ist noch gemacht? CNC-Wandlerscheiben, die sind gefräst extra. Ein Gianelli Fire Auspuff, aber der ist umgeschweißt für die Bravo. Was ist noch gemacht worden? Längeres Getriebe. Ja. Das Übliche halt, ja. Das Übliche halt. Was man so macht. Ist schon einiges aber gemacht. Also hast du dich schon wirklich eingebracht. Ja, schon. Das Fahrzeug. Schon, ja. Und das Mofa war aber so das erste, was du dann so umgebaut hast? Und dann bist du zur Vespa gekommen, oder? Die Vespa hatte ich schon vorher. Die hatte ich schon vorher, genau. Die habe ich, weiß nicht, vor 10, 15 Jahren habe ich die so aufgebaut. Die ist aber im Prinzip komplett original. Also da ist zwar ein Polini 50 Kubikzentimeter Satz drin, Viergang-Getriebe, damit du ein bisschen mehr Endgeschwindigkeit hast, weil original darf die 40, fährt die 45. Das ist natürlich nicht so flott, dass die jetzt so 55, 60 fährt. Die ist aber komplett original. Aber optisch, also da ist ja schon ein Schema bei dir zu erkennen. Ja, optisch, ne? Also dieses Mofa, diese sehr cleane Schwarz-Weiß-Optik, die Vespa auch einen sehr edlen schwarzen Metallkleid, muss man das sagen. Ja, das stimmt. So, jetzt schlagen wir die Brücke zur Aerox. Wie bist du denn zur Aerox dann gekommen? Ja, genau. Und dann habe ich eben euren Channel auf YouTube intensiv verfolgt und dann kam die Weihnachtstunerei. Und da war ich natürlich ganz begeistert. Erstmal, dass es so super detailliert erklärt ist, also dass man es wirklich auch als Nicht-Scooter-Tuner irgendwo nachbauen kann. Und die Leistung, die natürlich da möglich ist. Also gesteckt 20 PS. Da dachte ich, das musst du auch ausprobieren. Und habe mich dann Sommer letzten Jahres auf die Suche nach einer Aerox begeben. Habe dann auch so ein Ding recht günstig geschossen, war natürlich total runtergerockt, also nur noch so ein Schrotthaufen. Genau, ja, und dann ging es dann ganz los. Ne? Dann Motor komplett umgebaut, gestrahlt alle Teile, die ganze Verkleidung neu, die lackieren lassen, Felgen auf Kiesler Breitbaufelge umgebaut. Geil, ja. Ja, also volles Programm. Ja. Und ja. Aber du hattest vorher mit dem Automatik-Plastikroller-Bereich gar nichts zu tun, oder was? Nee, also das immer nur Vespa und Piaggio, also seit jeher, genau. Ja, krass, aber es ist eine geile Story. Also durch dieses Video dann Bock bekommen, oder was? Ja, weil halt, du hast halt so viele Möglichkeiten. Ne? Alleine, was du aus einem, im Vergleich zu einem Drehschiebermotor, was eine Piaggio und eine Vespa hat, was du aus einem Membranblock rausholen kannst. Oder die Innenrotorzündung, was du da für Möglichkeiten hast. Ja. Die Vario, das ist ein Overrange-Kit-Tritt, was du da rausholen kannst, ist einfach gigantisch. Und das musste ich unbedingt mal ausprobieren. Aber hast du da am Motor noch irgendwas angepasst oder ist das 1:1 so wie im Video gesteckt? 1:1. Also das Ding ist ein kompletter Nachbau von eurem Motor im Video. Im Endeffekt, im Nachhinein hätte man vielleicht noch ein bisschen fräsen können, ne? Aber habe ich in dem Fall nicht gemacht, sondern habe es so gemacht, wie ihr es auch gemacht habt. Also,
Ja, und dann war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, also wenn man dann die Leistung von der Vespa kennt oder von der Super Bravo, mein lieber Scholli, also die erste Fahrt, ich dachte, was geht denn jetzt ab? Das Ding ist ja echt, wie soll ich sagen, das ist eine Wildsau. Also, das hätte dein Video vielleicht mal sagen sollen, dass du da besser voll die Lederkombi anziehst, bevor du losfährst. Ja, das ist schon wild. Also ich bin auch immer wieder überrascht, so die Racing-Setups, wenn man so denkt, es gibt ja noch das RT-Setup, was im Prinzip noch drüber ist. Ne, aber wir haben das ja auch dann über Weihnachten zusammengebaut und man ist ja dann auch so ein bisschen involviert, wenn man das halt so über die Zeit macht und da am Ball bleibt. Und das Ding dann das erste Mal läuft und du ziehst dann am Hahn und das denkst du, mein lieber Scholli, das ist ganz schön giftig, das Ding. Ja, vor allem, ich war da wirklich mit jugendlichem Leichtsinn, da habe ich mir dann auch tatsächlich ein Nummernschild geholt, gesagt, okay, fährst du mal so ein bisschen auf der Straße rum. Das habe ich genau ein einziges Mal gemacht, weil das ist, also da hätte, also unterm Radar ist da nichts mehr. Nee, kannst du vergessen. Also, deswegen freue ich mich auch so auf das Scooter-Weekend. Scooter-Weekend. Und die nächsten, auf jeden Fall. Und die nächsten Dino Days, um das Ding mal richtig zu testen. Ja, da bist du auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Ja, geil. Super geil. Ja. Also freue ich mich halt, ne, dass das also du hast mir ja die E-Mail geschrieben und so weiter. Genau. Also aufmerksam geworden auf den Roller bin ich halt durch die E-Mail. Er hatte eine coole E-Mail geschrieben mit einem schönen Text, das war schon mal interessant. Und dann hat er mir halt die Bilder geschickt von der Aerox. Da habe ich gedacht, Moment, die sieht ja aus, als wäre die gerade frisch vom Band gerollt. Also alles so wie so klinisch rein zusammengebaut, alles komplett geleckt. Da habe ich gedacht, Moment, das sieht aber geil aus. Wann hast du das letzte Mal so eine saubere Aerox gesehen? Ja, okay. Das ist ja, also vor allem die Optik sieht halt nicht so aus, als wärst du jetzt extrem, also ist jetzt nicht so extrem custom und so, sondern es sieht halt wirklich aus, als wäre es größtenteils original jetzt von der Verkleidung und so, aber auch die Art, wie sauber das zusammengebaut ist, sieht halt so extrem clean aus und da bin ich halt hellhörig geworden. Dann haben wir so ein bisschen geschrieben und mussten ein bisschen gucken, wie es zeitlich passte, weil wir noch andere Videoprojekte hatten, wie ihr mitbekommen habt und dann haben wir noch mal telefoniert und dann fiel mir noch mal ein Moment, er hat ja noch das Mofa und die Vespa. Und das, ne? Aufpassen, dass ich mir nicht die Schnauze verbrenne. Ja, geht, aber ist so. Cheers. Blau warm. So, hat ja gut geklappt in der Garage. Kleines Auto noch ein bisschen unterhalten. Ja, war geil. Also sah auf den Bildern gut aus. Ja, danke. Sieht in echt nochmal richtig. Ja, geil, das freut mich natürlich. Also was halt, ich habe halt so viele Aerox schon gesehen in den Jahren und wie du selbst schon gesagt hast, wenn du halt irgendwo eine Aerox kaufst, die hat dann schon viel erlebt. Da waren viele Hände dran, aber dann so eine Aerox zu sehen, die dann so sauber aufgebaut ist, ist ja wirklich wie aus der Zahnarztpraxis, schon fast, also richtig sauber. Fast. Und was dann aber geil ist, ist halt wirklich, guckst du auf den Motor und dann siehst du auch wirklich die Details, wo ich mich dann erinnere, wie wir dann das in der Weihnachtstünerei gebaut haben. Der grüne Ansaugspacer, ne? Es ist also wirklich bis ins kleinste Detail und dann der Luftfilter, den wir einfach nur genommen haben, weil wir den gerade in der Werkstatt liegen hatten, selbst der Luftfilter, der total unpopulär, aber für den Fall genau der richtige ist. Passt wunderbar rein, der Ram R, ja. Den da auch verbaut, also wirklich bis aufs kleinste Detail ist einfach geil und dann so sauber aufgebaut und dann zu wissen, dass der gut läuft. Wir konnten es jetzt nicht sehen, weil scheiß Wetter, ihr wisst ja, wie das Wetter aktuell ist, bei euch ist wahrscheinlich nicht besser als hier gerade, ne? Aber geil, einfach geil, richtig schön sauber aufgebaut. Läuft richtig gut. Ich bin sehr gespannt, das auf dem Scooter-Weekend oder so dann auch nochmal zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Dann kriegt er mal Auslauf und dann geht's ab. Ja, ich habe mir euer Video auch gefühlte 50.000 Mal angeguckt. Also das war immer wieder zurück und okay, wie bauen die das jetzt zusammen, wie machen die das? Und alles super erklärt. Also ja, das ist halt auch geil zu sehen. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen der Gedanke, wenn man das Video so macht, dass die Leute das dann nachbauen können oder wenn sie Bock haben. Aber wenn man das dann jetzt mal dann in Persona sieht und gerade wenn du sagst, du hast vorher mit der Art von Roller nichts zu tun gehabt, hast dir das Video angeguckt und hast dann nachgebaut und man sieht es, dann hat es sich da manifestiert und es funktioniert und es sieht sauber aus und es läuft. Das ist natürlich geil, da habe ich Spaß in den Backen. Ja, sehr gut. Das ist geil. Ja, das stimmt. Ja, was nur vielleicht noch als Hinweis irgendwie, was man, wenn man so einen Motor zusammenbaut, ob jetzt Vespa, Piaggio oder Aerox, Leute, kauft euch vernünftige Teile. Also irgendeinen billigen Schrott oder irgendwie ein günstiges Kugellager-Set aus diversen Internetportalen. Das lohnt sich nicht. Das kauft ihr zweimal. Dann direkt vernünftig, in vernünftiger Qualität. Das zahlt sich aus. Das ist ein guter Hinweis. Ja. Das kann ich so bestätigen. Also Kaffeescooter hat sich der Weg schon gelohnt. Ne? Aber auch die Fahrzeuge, auch das Mofa. Ne? Also Mofa ist ja sowieso, man sieht es ja im Straßenverkehr sowieso nicht mehr, was ja schon mal schade ist. Ja. Ne?
Aber dann so ein Ding sehen wir halt wirklich komplett, wie bei der Aerox auch, so sauber aufgebaut ist. Da passt einfach alles, sieht aus wie aus einem Guss. Und generell, ich bin halt auch Fan von diesem Farbschema. Ne? Du brauchst im Prinzip, für dezent und edel brauchst du nichts außer ein geiles schwarz-matt und ein paar weiße Akzente. Ne? Und wenn das dann sauber ist, wenn es ranzig ist, ist es problematisch. Ja, stimmt. Ne? Aber wenn es so sauber ist, dann ist echt geil. Das Mofa super. Auch mit den grobstolligen Reifen und so. Ne? Das ist halt... Das ist einfach zeitlose Optik. Aber das ist halt zwischenzeitlich so um die, ich sag mal so Ende der 90er, um die Jahrtausendwende, konntest keiner mehr sehen, das Mofa. Nee. Ne? Und jetzt... Verschrottet worden, ja. Damals für einen Kasten Bier bekommen und heute musst du richtig in die Tasche greifen, wenn du sowas haben willst. Ja, das stimmt. Ist eine runde Sache. Ja, freut mich. Es ist ja der Ritterschlag, wenn du vorbeikommst. Nee, ich freue mich. Ja. Nee, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich hier. Ne? Also wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit. Auf jeden Fall. Würde ich sagen. Und ihr habt gesehen, wir sind wieder sehr aktiv auf dem YouTube-Kanal. Ne, wenn euch das gefallen hat, lasst mal einen Kommentar da. Wie findet ihr die Fahrzeuge? Was habt ihr vielleicht für Fahrzeuge? Vielleicht kann man da auch mal vorbeikommen. Schickt eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse, die ich hier unten einblende. Ich habe auch noch viele alte Bewerbungen, da werde ich noch mal durchschauen. Grundsätzlich dieses Jahr will ich noch ein bisschen auf Tour gehen, ein paar Leute besuchen. Es macht mir immer Spaß, ne? Wenn ihr Kaffee da habt und so weiter, ist immer ein Plus. Ist ja jetzt auch die Todesdröhnung, die du jetzt hast hier. Das ist schon der zweite starke Kaffee. Ich fahre auf jeden Fall mit offenen Augen nach Hause. Vom Montag pennst du nicht mehr. Das war's für den Moment. Danke an dich, Philipp. Danke für die Einladung. War mir ein Fest. Danke fürs Zuschauen, auch an euch. Danke für den Support, für die Kommentare, fürs Liken, fürs Weiterempfehlen. Das hilft uns natürlich auch immer weiter. Und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.